Den Kinderwunsch auf Eis legen. Das geht in einer Kinderwunschklinik, in dem die Eizellen der Frau für einen späteren Zeitpunkt eingefroren werden. In so einer Klinik kann die künstliche Befruchtung im Reagenzglas den Paaren helfen, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Ich hätte gern gewusst, wie es sich anfühlt, mein Baby im Arm zu halten. Aber ich werde es nie erfahren. Ich war 5-mal schwanger, 2 Babys habe ich lebend geboren. Wie sich das anfühlt, Babys in der Schwangerschaft zu verlieren? Zerbrochen. Und als wenn das auch nie wirklich heilt. Jede 6. schwangere Frau in Deutschland hat eine Fehlgeburt. Für viele Frauen ist eine Fehlgeburt ein schwerer Verlust. Trotz der Häufigkeit sind Fehlgeburten oft ein Tabuthema. Frauen wenden sich an Kinderwunschkliniken in der Hoffnung, durch künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen. Auch für queere Paare ist eine Kinderwunschklinik eine wichtige Anlaufstelle, um Kinder zu kriegen. So, das ist eins unserer Arztzimmer. Da nehmen normalerweise unsere Patientenpaare oder Patientinnen Platz. Dann sind wir am richtigen Ort. Genau, das ist der Arbeitsplatz. Ich weiß, ich saß an so einem Tisch, an so einem Ort oftmals und habe hier viel geweint. Wie sind da so deine Erfahrungen? Ja, also hier wird auch geweint und ich habe extra eine kleine, ich sage mal so eine Tränenbox, Taschentücher. Ja. Das habe ich irgendwann angefangen, weil das dann, weil es schon so ist, dass hier Tränen fließen. Ja. Auch Glückstränen, aber auch die Tränen, wo letztendlich die ernste Situation natürlich auch beweint wird und es auch in Ordnung ist, dass dann Tränen fließen. Dadurch, dass es für mich so Routine ist, muss ich immer wieder wirklich mich reinversetzen, dass das für das Paar das Gegenteil von Routine ist. Ja? Und das sagen auch ganz viele, wenn sie dann hier sitzen, dass sie so richtig erstmal so ausatmen und ein bisschen seufzen, so dass sie jetzt hier angekommen sind. Ich habe mir vor der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind echt lange überlegt, traue ich mich da gerade noch mal ran, weil die Wahrscheinlichkeit ist da und das ist irgendwie auch, also das macht ja was mit einem, auch für den Rest des Lebens. Und dann habe ich aber auch gemerkt, was das für ein tabuisiertes Thema ist und wie vielen Frauen es so geht und wie wichtig es ist, irgendwie darüber immer wieder auch zu sprechen. Und wenn man anfängt, darüber zu sprechen, dann merkt man ja auch nicht, wie sich alle öffnen. Also das ist so, also aus der Generation so meiner Schwiegereltern und Eltern, da wurde das immer einfach hingenommen und da wurde immer gar nicht drüber geredet. Da weiß man, Oma war mal ganz lange im Krankenhaus, wir wissen gar nicht genau warum und so. Also das sind so eine Sachen werden dann erzählt, aber es wurde nicht besprochen. Das ist halt schon krass. Nach einer künstlichen Befruchtung ist eine Fehlgeburt unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Frauen für den Weg der Kinderwunschklinik. Diese Entscheidung bringt psychische Strapazen und eine Hormontherapie mit sich. Nach der Therapie werden den Frauen Eizellen entnommen, die anschließend im Reagenzglas befruchtet werden. Nur gesunde Embryonen werden der Frau dann wieder eingesetzt. Damit die Befruchtung im Reagenzglas möglich ist, muss der Mann sein Sperma in der Praxis abgeben. Also ich will halt kein Spermium mit einem großen Kopf, mit einem Knickkopf, das irgendwie deformiert ist oder so. Das würde ich jetzt nicht präferieren. Ditta Mühlberger ist Biologin und Laborleiterin des Kinderwunschzentrums in Berlin. Sie ist für die künstliche Befruchtung zuständig. So, und das ist hier unser Spermaabgaberaum. Bitte ich ihn, die Hände zu waschen hier vorher und zeige ihm hier unser kleines Fensterchen, wo dann schon der Becher bereit steht. Ah, das heißt, Sie müssen auch gar nicht dann letztendlich mit dem Sperma durch die Praxis, sondern das passiert alles hier. Genau, das ist dann ganz diskret. Also er nimmt es hier raus, kontrolliert nochmal, Name, Vorname, Geburtsdatum, das bin ich. Dann stellen wir es wieder rein und dann überlasse ich ihn seinem Schicksal. Und das ist unser IVF-Labor. Ja. Hier passiert die ICSI, eigentlich so das Herzstück. ICSI ist das häufigste Verfahren bei einer künstlichen Befruchtung. Dabei wird eine einzelne Samenzelle mit einer sehr feinen Nadel direkt in eine Eizelle eingeführt. Die Befruchtung im Reagenzglas im Allgemeinen heißt In-vitro-Fertilisation. Fertilisation bedeutet Befruchtung und in vitro heißt Glas. Was sich technisch anhört, ist für viele Paare sehr emotional. Ditta Mühlberger erschafft in ihrem Reagenzglas potenzielle Kinder.
Also am liebsten mag ich es, wenn natürlich jemand schwanger ist. Wenn man sich so erinnert, ich habe den Embryo gesehen, ich habe es so begleitet. Natürlich hatte ich da nicht viel damit zu tun, aber es ist halt so eine Bestätigung, die einfach total toll ist, wenn sich die Patienten dann noch bedanken. Also es ist schon so viel Tränen auch dabei, Tränen des Glücks. Und das tut schon gut. Also das ist ja so eine Bestätigung irgendwie, dass man sauber gearbeitet hat, dass man schnell gearbeitet hat und das mag ich am allerliebsten. Für Ditta Mühlberger ist das Alltag. In Deutschland gibt es mittlerweile jährlich über 100.000 Behandlungen in Kinderwunschkliniken. Und trotzdem bleibt das Thema für viele Paare schambehaftet. Das macht ja irgendwas auch mit den Leuten, ne? Also es hat ja irgendwie immer was auch mit Scham zu tun und irgendwie auch immer mit diesem, also das ganze Kinderwunschthema ist ja immer so mit, vielleicht ich bin schuld, dass es nicht klappt. Was sind da so deine Erfahrungen? Das ist auch unglaublich, wie die sich einem öffnen. Ja, die kennen mich ja teilweise gar nicht und dann erzählen die einem oder weinen auch am Telefon. Man kann ja irgendwie wirklich nicht viel machen. Für mich ist das auch voll emotional. Das Embryo ist dann halt in der Zeit nicht mehr bei mir. Das ist ganz komisch zu diesem Zeitpunkt. Also ich finde es schade, dass viele Leute einfach nicht sich jemandem im Verwandten- oder Bekanntenkreis oder Freunden anvertrauen. Es ist schon unter so einem Deckmäntelchen immer wird es gehalten und man kann es natürlich auch nicht jetzt jedem erzählen. Die Frauen kommen hier ständig zur Blutentnahme, die müssen ja auch irgendwie von der Arbeit weg und das finde ich eine extreme Belastung zusätzlich zu diesem ganzen anderen. Dann weisen sich die Frauen häufiger so selbst die Schuld zu, weil sie so lange gewartet haben. Das ist so das Häufigste. Ja. Warum habe ich nicht früher damit angefangen? Und bei den Männern ist es aber eher so also es ist für die Männer, glaube ich, diesen einen Schritt, den die machen müssen in unsere Abgabekabine. Das ist ja so vom Aufwand her und von dem Druck, würde man denken, viel geringer als bei der Frau, die eben diese Spritzen, die muss sich ja täglich spritzen. Über einen nicht kleinen Zeitraum und auch diese OP mit Vollnarkose über sich ergehen lassen. Aber für einen Mann ist es immer noch so eher, also es greift halt so die Männlichkeit an. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie ein drittes Kind will und irgendwann müssen sie sich die Frage stellen, was passiert denn damit? Und das ist ja voll sowieso sowohl emotional als auch ethisch eine herausfordernde Frage. Ja. Das verstehe ich total. Also ich denke, die Hauptsorge, und das ist die Frage, die über allem schwebt, über allem. Also die sind alle in der Regel sehr bereit, viel auf sich zu nehmen. Aber die größte Frage in den Köpfen ist, wird es denn am Ende überhaupt klappen? Scham, Unsicherheit, körperliche Belastung. Es gibt viele Gründe, wieso eine künstliche Befruchtung den Paaren zusetzt. Eine weitere Komponente ist die finanzielle. Eine Behandlung kostet pro Zyklus um die 5.000 €. Die Krankenkassen übernehmen die Hälfte der Kosten, in den meisten Fällen allerdings nur bei verheirateten Paaren. Und nur, wenn die Frau unter 40 Jahre alt ist und der Mann höchstens 50 Jahre alt ist. Was sind denn da für Fälle hier gewesen? Gab es ja auch Menschen, die das irgendwann abbrechen mussten, weil sie sich das gar nicht mehr leisten konnten? Ja, also das gibt es auf jeden Fall und das ist so, dass wir vor allem viele Paare sehen, die nicht verheiratet sind, die dann wirklich einzig und allein aus diesem Grund dann entscheiden zu heiraten, um diese Förderung und die Unterstützung der Krankenkassen auch zu bekommen und die dann darüber doch auch eine Möglichkeit haben, eine gute Behandlung zu machen. Aber es ist ja auch nicht jedes Paar nach 3 oder 4 Versuchen schwanger und dann geht man in diese Phase, wo man dann halt selber auch Kosten oder viel Kosten übernehmen müsste. Und da sieht man schon, dass das nicht allen Paaren möglich ist. Die Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung entwickeln sich mit den Jahren immer weiter. Könnten Charakter und Aussehen des Kindes schon vorbestimmt werden? Schlagzeilen wie diese lassen das Designer-Baby der Zukunft vermuten. Es gibt ja immer wieder auch die Kritik, gerade in den USA, wenn da Promis sich Eizellen einsetzen lassen, dass sie sich vorher dieses Baby designt hätten. Also wie ist denn das hier, was ist hier eigentlich erlaubt? Also in Deutschland ist davon gar nichts erlaubt, also nicht mal so Geschlechterwahl. Wir haben schon manchmal die Anfrage tatsächlich, aber wir können hier gar nichts machen. Und also das ist ja auch gut so. Und im Prinzip kann man sich auch
so ein Designerbaby gar nicht, man kann sich das eigentlich gar nicht machen. Ich weiß nicht, wo diese Idee herkommt. Also man kann ja so ein bisschen beeinflussen vielleicht. Also so junges Mädchen geht natürlich, also das könnte man machen, aber erst im Embryonalstadium könnte man dann auswählen. Aber wie das Kind nachher aussieht oder wie schlau das ist einfach auf so vielen Genen hinterlegt und da sind auch andere Einflüsse. Also im Prinzip ein Baby so richtig zu designen, das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Und wir dürfen es sowieso nicht. Das ist einfach die Natur macht es schon und die entscheidet schon, das kann jetzt was werden und es wird jetzt nichts. Und deswegen ist es eigentlich, ich helfe nur so ein bisschen. Das ist ein Handwerk hier, was ich mache und das kann ich nur so gut machen, wie ich es halt hinkriege. Genau, und hier ist unser Lager. Hier sind Eizellen und Embryonen gelagert in tiefkaltem Stickstoff. So, hier sind die so drin. Man sieht es gleich, wie es dampft, weil es natürlich hier viel wärmer ist als in der Tonne. Ist alles genau beschriftet. Große Unternehmen haben auf diesen gesellschaftlichen Wandel schnell reagiert. Jobangebote, die sogenannte Fertility Benefits anbieten, versprechen finanzielle Unterstützung, zum Beispiel beim Einfrieren der Eizellen. Unternehmen wie Facebook, Apple, Google oder Starbucks werben schon seit Jahren damit. Also ehrlich gesagt, in Deutschland habe ich noch nie jetzt bei einer Patientin Eizellen eingefroren, wo das ihr Arbeitgeber finanziell unterstützt hat. Aber das war auf jeden Fall 2014 der Punkt, wo Social Freezing in allen Medien auch war. Ich finde es eigentlich viel wichtiger, dass Arbeitgeber anbieten, dass Frauen parallel es heißt immer, Karriere und Kind zu verbinden, aber oft geht es ja gar nicht um steile Karriere oder so, sondern es geht einfach um Ausbildung abzuschließen, um Berufserfahrung zu sammeln. Und ich glaube, da müssen sich Unternehmen und Gesellschaft so neu positionieren. Wo sind da für dich erfahrungsgemäß und auch vielleicht ethisch so die Grenzen? Also was ist irgendwie gut machbar und wo sagst du, nee, das ist einfach nicht gut? Grenzen würde ich setzen. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland überhaupt keine Regelung, bis zu welchem Alter man die eingefrorenen Eizellen befruchten und dann transferieren darf. Und da muss man ganz klar sagen, dass bei Frauen, die deutlich über 40 sind, also die Mitte 40 sind, die haben ein viel höheres Risiko auch für die Schwangerschaften. Ich meine, als Frau in dieser Gesellschaft hat man ja immer eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Entweder man bekommt Kinder oder am besten nicht. Egal wie man es macht, das ist irgendwie dann für alle immer falsch. Und gerade so Social Freezing hat ja ganz viel irgendwie auch damit zu tun. Was sind so deine Erfahrungen? Was spielt der gesellschaftliche Druck an dieser Stelle für eine Rolle mit? Also der spielt auf jeden Fall eine Rolle und auf jeden Fall ist Social Freezing keine Methode, um diese gesellschaftliche Situation wirklich zu verändern, denke ich. Denn was wir sehen, ist, dass ja Frauen grundsätzlich immer später Kinder bekommen. Und das ist, denke ich, ein gesellschaftliches Problem, wo die Gesellschaft vorgibt, erst den Beruf und anschließend das Kinderkriegen, also dieses Hintereinander. Und ich glaube, da muss unabhängig vom Social Freezing halt eher daran gearbeitet werden, dass alles besser miteinander vereinbar ist. Also das ist so, nach dem Embryotransfer, der findet ja ohne Narkose statt, gehen die Frauen oder die Paare dann nach Hause und dann ist eigentlich die Zeit, die viel weniger unter ärztlicher Kontrolle ist. Und das ist häufig auch die Zeit, wo die Frauen sagen, das ist für sie die intensivste und schwerste Zeit, weil sie abwarten müssen, ungefähr 10 bis 12 Tage, bis der Schwangerschaftstest dann anzeigt, ob die ganze Behandlung erstmal erfolgreich war oder nicht. Auch für uns so ist, man muss ja auch sagen, dass ja leider nicht jede Frau schwanger wird. Das heißt aber, jede Frau, die wir schwanger entlassen, einerseits ist es ein Abschied und andererseits ist es aber so ein positives Erlebnis auch, dass das jetzt erfolgreich verlaufen ist, dass das auch insgesamt was Positives hat. Aber es ist schon auch ein Abschied nehmen und meistens verbleiben wir so, dass die Frauen sich dann auch vielleicht noch mal melden in der Schwangerschaft oder spätestens, wenn dann die Entbindung auch stattgefunden hat. Ja.
Also vielen Dank, dass du uns hier so mit durch diese Praxisräume genommen hast und mal so gezeigt hast, wie ist so der Weg. Der ist ja jetzt sozusagen hier vorbei. Patientinnen würden dann jetzt von hier aus nach Hause gehen und deshalb vielen herzlichen Dank für diesen Tag und ich wünsche euch alles Gute hier und allen Frauen, die hier weiter in Behandlung sind. Und ich bin gespannt, was hier noch so für Geschichten passieren. Das war der Tag in der Kinderwunschklinik. Ihr habt ein paar Eindrücke bekommen. Es war ein sehr bewegender Tag für mich. Das Team war unfassbar nett und wir haben viel gesehen. Und für mich persönlich ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass wir über dieses Thema sprechen und dass ihr seht, was an so einer Stelle passiert, weil das Thema Kinderwunsch einen oftmals lange beschäftigt oder auch sehr beschäftigt und belastet. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es kein Thema ist, was so tabuisiert ist, sondern dass wir sehen, man ist damit nicht alleine und es gibt viele Menschen, denen es so geht. Und dass wir gemeinsam diese Zeit nutzen und deshalb ist dieses Video eben auch für euch.